Hi zusammen. Ich habe hier heute zwei Tastaturen für euch, nämlich einmal das nagelneue Cherry MX Board 6.0 und seinen Vorgänger, dieses Cherry MX Board 3.0. Und da wollte ich einfach mal zeigen, was dann so die Unterschiede zwischen den beiden Modellen sind, denn das 3.0er Board gibt es ja schon eine ganze Weile und das 6.0 ist jetzt ganz frisch auf dem Markt, auch ganz frisch erst bei uns eingetroffen. Und ja, fangen wir einfach mal mit den Äußerlichkeiten an, denn wie man auf den ersten Blick schon sieht, wir haben hier komplett andere Materialien. Ja, das MX Board 6.0, ich nehme einfach mal die Handballenauflage ab, ist hier komplett aus Aluminium. Ja, also sprich, das komplette Obergehäuse ist aus einem Guss Aluminium gefertigt und dann erst hier der Unterboden ist aus Kunststoff. Und beim MX Board 3.0 haben wir hier einmal ein komplettes Kunststoffgehäuse. Macht es nicht weniger wertig jetzt so gesehen, aber ist natürlich schon ein haptischen Unterschied, ob man jetzt Kunststoff anfasst oder eben Aluminium. Ja, was auch direkt auffallen dürfte, ist, wir haben hier eine rote Tastaturbeleuchtung beim MX Board 3.0. Auch wenn sie jetzt angeschlossen wäre, haben wir keine LED-Beleuchtung. Ja, also gibt es auch keine Möglichkeit oder keine Option dafür, das MX Board 3.0 mit Beleuchtung zu bekommen. Ja, und durch die deutlich massivere Bauweise jetzt bei dem MX Board 6.0 hat sich natürlich auch noch ein bisschen das Gewicht geändert, denn wir haben hier jetzt letztlich knapp 1,3 Kilo, also 1350 Gramm, um genau zu sein, plus Handballenauflage, die ist noch nicht dabei. Und demgegenüber haben wir hier bei der MX Board 3.0 letztlich nur 860 Gramm, also das ist doch schon ein sehr großer Unterschied. Und auch in der Dicke bzw. der Aufbauhöhe hat sich auch ein bisschen was getan. Einfach mal die Handballenauflagen wegnehmen und die beiden hier mal so aufeinanderlegen zum Vergleich, dann sieht man schon, das MX Board 6.0 ist doch eine Ecke dicker geworden, eine Ecke einfach höher geworden letztendlich. Deswegen auch die größere Handballenauflage, damit eben dieser Höhenunterschied hier besser ausgeglichen wird, weil würde man jetzt versuchen zu schreiben hier mit der ohne Handballenauflage, das wäre einfach auf Dauer nicht mehr gut für die Hände, nicht mehr gut für die Handgelenke. Deswegen eben das Ganze dann auch schon, also die schöne große Handballenauflage hier mit dabei beim N6.0er. Ja, was dem einen oder anderen vielleicht auch schon aufgefallen ist, ist wahrscheinlich die Handballenauflage, denn wir haben auch eine große Neuerung. Bei dem MX Board 6.0 ist zum einen die Handballenauflage direkt im Lieferumfang enthalten, beim MX Board 3.0 musste die noch separat dazu bestellt werden und die Handballenauflage ist auch deutlich angenehmer geworden, finde ich, denn zum einen, sie ist jetzt magnetisch, sprich wird magnetisch gehalten, ja, man kann sie also einfach abziehen. Hat dann hier eben die Handballenauflage, das ist hier so ein schönes gummiertes Material, also das fühlt sich sehr, sehr angenehm an auf der Haut, wenn man die Hand eben drauflegt. Also finde ich sehr schön gemacht. Man rutscht vor allem nicht darauf rum, also das ist sehr schön, fühlt sich vor allem sehr weich an, obwohl es eigentlich nur eine dünne Gummischicht ist. Ja, ansonsten einfach größtenteils Kunststoff hier hinten und hier eben die Metallplatte, mit der dann das Ganze festgehalten wird, denn hier unten in der Tastatur selbst haben wir dazu zwei starke Magneten, wie man hier sieht. Ja, die halten dann eben die Handballenauflage fest und das funktioniert auch sehr gut, wie ich finde, denn wenn man nur leicht zieht, bleibt sie auf jeden Fall dran. Man muss es schon wollen, dass sie abgeht und kann das Ganze dann eben einfach lösen. Und wenn wir jetzt hier das MX Board 3.0 anschauen, da ist die Handballenauflage fest dran, oder das heißt fest, sie ist halt hier mit Halternasen eingeklippt und die muss man dann dementsprechend lösen, indem man das Ganze, die Handballenauflage leicht nach unten drückt und natürlich aufpassen, nichts abzubrechen, denn das Ganze ist ja relativ dünnes Material. Ja, also wenn man sich hier die Halterungen anschaut, also ich hätte immer so ein bisschen Angst, was abzubrechen, würde es da wahrscheinlich nicht allzu oft die Handballenauflage ab und wieder abnehmen und wieder dran setzen. Gut, ja, soviel zur Handballenauflage. Ja, einklippen ist auch ein bisschen umständlicher als hier noch beim MX Board 6.0. Ja, was sich auch geändert hat, ist letztendlich das Tastaturlayout an sich, zumindest teilweise, denn wir haben natürlich allein durch die Hintergrundbeleuchtung bedingt hier oben Zusatztasten eben für die Leuchtintensität, sprich wir können hier das Ganze höher schalten, niedriger schalten, ausschalten und so weiter. Und das Ganze auch mit über 200 Stufen, also das ist wirklich extrem, wie fein diese Einstellung hier wählbar ist. Und wenn man sich nämlich das MX Board 3.0 anschaut, wir haben hier oben auf den F-Tasten überhaupt keine Doppelfunktion, also wirklich keine Zweitfunktion. Und hier drüben dann so 3 Multimedia-Tasten mit lauter, leiser, Ton aus und Windows-Taste deaktivieren. Das war es dann auch schon. Und hier beim 6.0, gehen wir ab, haben wir letztendlich hier einmal die Multimedia-Tasten eben für die Lautstärke, dann hier über die FN-Umschalter letztendlich erreichbar.
Wir haben hier die Leuchtintensität, also sprich der Hintergrundbeleuchtung. Und hier drüben noch 3 Multimedia-Tasten für nächsten Song, Play, Pause und so weiter. Und hier dann noch den Gaming-Mode, sprich die Windows-Taste deaktivieren. Ja, so sieht man dann auch, wenn ich hier drücke, ja, wenn wir jetzt hier auf die Windows-Taste, also jetzt ist es rot, sprich sie ist deaktiviert. Wenn ich nochmal drücke, ist sie blau. Ja, schönes Detail. Und ja, soviel erstmal zu den Äußerlichkeiten. Wir haben natürlich noch im Inneren einige Veränderungen, sprich, ja, wo soll man groß anfangen? Es ist technisch gesehen ist das MX-Board 6.0 quasi ein kompletter Neuanfang für Cherry sozusagen. Denn wir haben hier im MX-Board 3.0 noch eine rein digitale Abtastung der Tasten, blöder Satz, aber ist halt so. Sprich, hier wird mit Spannungsunterschieden gemessen, wenn ich hier eine Taste drücke, Taste J hat eine bestimmte Spannung, die Tastatur misst das, errechnet das, gibt das Signal an den PC aus. Ist halt soweit schon ganz gut, aber eben auch nicht besonders genau, gerade hinsichtlich, wenn man sehr viele Tasten auf einmal oder sehr schnell hintereinander drückt. Und beim MX-Board 6.0 hat man jetzt die sogenannte Real-Key-Technik. Bedeutet, jede Taste an sich sendet ein eigenes Signal an den Prozessor aus. Der wertet das Ganze noch analog aus, sprich nicht alles digitalisiert, sondern analog und sendet dann eben dieses einzelne Signal für sich an den PC, an das Notebook. Und das macht eben wirklich eine Fehlerkennung nahezu unmöglich. Daher auch N-Key Rollover, sprich ihr könnt hier alle Tasten auf einmal drücken und sie werden alle wirklich sauber erkannt. Es gibt kein Ghosting, es gibt nichts in die Richtung. Das ist also wirklich schon sehr, sehr genial gelöst. Also dann wirklich eine super Technik, die hier verbaut haben. Während eben das MX-Board 3.0 da noch Probleme haben könnte, wenn es wirklich extrem schnell zur Sache geht, wenn ihr wirklich sehr, sehr viele Tasten sehr schnell hintereinander drückt. Ja, ansonsten, wie schon gesagt, die Hintergrundbeleuchtung bzw. die Switche an sich, denn hier ist die Beleuchtung direkt im Switch integriert. Das ist auch eine Neuerung bei Cherry jetzt, dass man das eben so verbauen kann. Ja, und ansonsten, wie gesagt, hat die Hintergrundbeleuchtung jetzt gerade eben die Neuerung. Und ja, was aber vielleicht auch noch erwähnt werden sollte, ist hier bei dem MX-Board 6.0, dass es aktuell nur eine Version mit in der roten Hintergrundbeleuchtung gibt und den MX-Red Switchen, also sprich Blue, Black, Green und so weiter, sind hier wieder noch nicht verfügbar, während beim MX-Board 3.0, dadurch, dass es schon länger auf dem Markt ist, natürlich auch entsprechend weitere Optionen verfügbar sind. Ja, das war es eigentlich so ziemlich mit den Unterschieden zwischen MX-Board 3.0 und dem neuen MX-Board 6.0 und dann bis zum nächsten Mal.